Moin allerseits und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es, wie ihr wahrscheinlich schon in der Videobeschreibung und im Namen gesehen habt, um die Fußbodenheizung und diese zu fräsen. Im letzten Video haben wir angefangen mit dem Pool. Ich weiß nicht, ob jetzt der Pool, wenn ihr das hier seht, schon fertig ist, weil ich habe jetzt dieses Pool-Video, werde ich nicht einfach als normales, langes Stück drehen, wie ich es jetzt sonst immer gemacht habe, sondern peu à peu. Also das Pool-Video soll ein ganzes am Ende sein und genauso soll es auch mit diesem Fußbodenheizungsvideo sein. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, welches Video ihr erst gesehen habt, aber wenn ihr euch für eine Poolsanierung interessiert, dann solltet ihr auf jeden Fall dieses Video auch noch anschauen. Ob es noch kommen wird oder schon gekommen ist, müsst ihr dann schauen. Oder ich packe es einfach hier hin, dann könnt ihr es hier sehen. Aber ich wollte euch erstmal gerne zeigen, mit was wir hier anfangen, beziehungsweise was wir dafür alles brauchen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Anfangen werde ich mal hier mit dieser Fräsmaschine. Die habe ich bei Floor IQ gekauft. Da ist das Logo von denen, Floor IQ. Und es war ein ganzes Set mit der Fräse, diesem Staubsauger hier und noch einer Fräse. Aber die andere Fräse, die habe ich jetzt gerade nicht hier, die habe ich gerade verliehen, weil es eigentlich eine Mauernutfräse ist, die man auch dafür nutzen kann. Und mit Hilfe dieser Maschine und der Absaugung werden wir dann hier diese Schlitze in den Boden fräsen. Ich habe das hier schon mal ausprobiert, wie ihr sehen könnt. Und anschließend werden wir dann hier dieses Rohr, das ist ein Plastikrohr, was für Fußbodenheizung geeignet ist. Das habe ich bei Heimer 24 bestellt. Da muss man aber darauf achten, dass man das 1 mm kleiner wählt, als der Frässchlitz breit ist, weil sonst passt es halt nicht. Dann hier eine Rohrhaspel. Das ist tatsächlich auch ein sehr wichtiges Teil. Dadurch, dass man das Ganze auf einer Rohrhaspel hat, kann das Rohr sich gleichmäßig abwickeln und man hat nicht eben diese aufgetrullerten Teile des Rohres, wo dann Knicke entstehen. Weil, wenn in diesem Rohr hier ein Knick entsteht, müsst ihr alles neu machen. Ein Knick, ganzer Heizkreis am Arsch. Deswegen wollen wir es nicht und haben eine Rohrhaspel. Bevor wir allerdings ans Fräsen gehen können, müssen wir uns erstmal überlegen, wo kommen überall Heizkreise hin und wie viele und was wird alles benötigt. Ihr könnt hier sehen, da habe ich eingezeichnet, dass hier meine ganzen Rohre in den Keller gehen. Und zwar ist das hier. Hier habe ich 14 Löcher gebohrt. Stimmt gar nicht, 24 Löcher habe ich hier gebohrt. Und die gehen in den Keller und unten kommt dann der Heizkreisverteiler direkt hier drunter. Dadurch spare ich mir hier irgendwo einen hässlichen Kasten oder einfach irgendwas anderes Behindertes, was einfach nur im Weg rumliegt. Dadurch, dass ein Heizkreis aber immer maximal 10 Quadratmeter haben sollte, haben wir hier zum Beispiel im Wohnzimmer, wo wir jetzt gerade sind, haben wir halt hier insgesamt 30 Quadratmeter. Ergo müssen wir auch 3 Heizkreise machen. Aber dadurch, dass hier 3 Heizkreise rein müssen und hier 2 Heizkreise rein müssen, haben wir hier insgesamt schon 5 Heizkreise. Das heißt, wir müssen hier schon mit 10 Rohren durch diese Tür gehen. Und damit das halt nicht ein absolutes Chaos wird und alles schön ordentlich und wirklich sinnvoll angelegt wird, dazu müssen wir das eben hier vor Ort erstmal anzeichnen. Und dafür habe ich mir hier so eine Forstner-Kreide mitgebracht. Die benutze ich eigentlich, um Striche an die Wand zu machen, wo Kabel hin sollen oder so. Aber die ist dafür auch perfekt. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal ausmessen, wo meine 10 Rohre in den Boden reingefräst werden. Um das Ganze jetzt hier natürlich gut machen zu können, müssen wir uns erstmal einen Zollstock besorgen. Und wir wollen erstmal sagen, dass wir natürlich hier mit unseren Rohren nicht direkt in die Wand gehen wollen. Deswegen müssen wir links und rechts natürlich einen Abstand lassen. Ich nehme jetzt als Abstand mal hier wenigstens 7 cm. Einfach, dass hier, wenn hier nochmal irgendwie dran gearbeitet werden muss in der Türzage, dass man hier dran nochmal ein bisschen rummachen kann und mal was wegstemmen kann, ohne eben die Rohrleitung kaputt zu machen. Das heißt, ich nehme jetzt hier eben meine Försterkreide und mache mir, sagen wir 6 cm, mache mir hier einen Strich hin. Das Ganze mache ich hier auch. Hier bin ich bei 81, also mache ich mir hier bei 75 einen Strich. Jetzt messe ich einfach von dem einen Strich bis zum anderen Strich 69 und das Ganze teilen wir jetzt durch 10. Also gehe ich jetzt hierher und mache ungefähr alle 6,3 einen Strich. Und man sieht dann schon, dass die dann zwar recht nah beieinander liegen, aber das ist halt hier bei so einer Tür, ist halt einfach so, das ist auch nicht schlimm, das macht uns nichts, das ist in Ordnung, weil wir müssen ja irgendwie mit allen Rohren hier durch. Und jeder Kreislauf hat halt nun mal Vor- und Rücklauf und weil wir 5 Heizkreise haben, brauchen wir halt das Ganze 10 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Richtiger Mathematiker. Also, das war alles für den Arsch hier. Durch 9 muss ich doch teilen. Richtige Holi. Also 7,6, das macht natürlich schon einen gewaltigen Unterschied. Da haben wir fast 8 cm Abstand, das ist vollkommen in Ordnung. Also 7,6. Fange ich wieder an, das hier anzuzeichnen. Ja, das sieht schon besser aus. Bevor ich jetzt hier anfange weiter zu fräsen, weil ich habe da hinten, habe ich euch schon gezeigt, habe ich schon angefangen, gucke ich jetzt erstmal, welche für was sind hier. Diese beiden hier werden jetzt für den Heizkreis hier links von meiner vorherigen Fräsung sein. Dann werden diese 4 hier für die Heizkreise im Wintergarten sein. Und dann
werden diese 4 hier für die beiden Heizkreise hier sein. Das heißt, auch dadurch, dass ich die jetzt hier zwar unterbrechen werde von der Führung her, kann ich dann unten durch die Reglermotoren von der Fußbodenheizung, kann ich die dann trotzdem in einen Heizkreis packen. Also in eine Regeleinheit quasi. Das ist zum Glück relativ entspannt. Sonst müsste ich jetzt mit den Heizungsrohren für den Wintergarten, müsste ich jetzt ganz außen rum gehen, dann würde ich dann wieder einige Meter mehr haben und dadurch würde die Effizienz von meiner Fußbodenheizung dahin absolut in die Tiefe sacken. Deswegen spare ich mir das und gehe mit denen hier durch. Gleichzeitig wärmen die natürlich hier auch ein Stück Fußboden im Wohnzimmer, das ist ja klar. Außerdem könnt ihr euch merken, dass man von Wänden eigentlich im Schnitt ungefähr immer 25 cm weit weg bleibt. Aber im Bad zum Beispiel, da will man ja möglichst viel Wärme eigentlich reinpacken in das Zimmer. Das kann man einmal erreichen dadurch, dass man die Schleifen enger legt oder eben auch ein bisschen näher an die Wand ran geht, einfach um mehr Fläche abzudecken, die heizt. Und da kommt es auch noch mal ein bisschen drauf an, auf die Art und Weise, die man legt. Es gibt verschiedene Verlegearten. Ich werde hier die Schnecken machen, weil die einfach am effizientesten sind und am gleichmäßigsten von der Wärmeverteilung her. Da muss man auch ein bisschen mehr nachdenken, wie man fräst, weil wenn man es falsch macht, dann fräst man sich quasi in den Weg selbst rein. Das ist ein bisschen blöd, aber kriegen wir hin. Kein Hexenwerk. Aber was ich jetzt erstmal machen werde, weil hier mit denen muss ich hier rüber, weil die ja für da hinten in den Heizkreis sind, male ich mir hier erstmal 25 cm an, hier als Linie. Und das gleiche mache ich hier drüben auch, weil ich ja mit den äußeren hier um die Ecke gehen möchte. Dieser Hund. Zu geil, der Hund. Das heißt, ich werde hier mit dem hier rumgehen ungefähr. Und mit dem anderen hier rum und hierher. Es gibt auf verschiedenen Webseiten ganz gute Darstellungen und so, wie nah man die in Wohnräumen zum Beispiel aneinander legen soll. Aber das zeige ich euch dann später nochmal. Wie ihr jetzt hier gerade in dem Video sehen könnt, fräse ich hier sogar so ein bisschen in die Kurve schon mal, um in die richtige Position zu kommen. Und damit habe ich Platz gemacht für diese beiden anderen hier. Und dadurch, dass ich mir jetzt hier eine gerade Linie reingefräst habe, einfach als Referenzlinie, kann ich jetzt von dieser Linie anfangen. Die anderen 3 Rohre, die von da hinten kommen, oder die anderen 3 Schlitze, kann ich jetzt hier einzeichnen und kann die auch schon bis hierher fräsen. Dadurch habe ich dann, also ich habe natürlich hier diesen Engpass an der Tür, aber hier im freien Raum können die natürlich wesentlich weiter weg voneinander liegen, so wie man die eigentlich legen würde. Eine Sache, die man auch mal bedenken sollte, ist, welche Heizform hat man hier gerade. Also aktuell ist ja hier eine Ölheizung in dem Haus drin, aber wir wollen ja hier eventuell nochmal irgendwann eine Wärmepumpe einbauen und eine Wärmepumpe hat halt nicht so viel Leistung wie so eine Ölheizung. Das heißt, wir können jetzt hier mit der Ölheizung wir hier vielleicht sogar 40 Grad durch den Boden jagen, aber mit einer Wärmepumpe ist es natürlich schwierig. Das heißt, wir brauchen mehr Fläche und somit auch mehr Rohr, um den gleichen Raum zu erhitzen, weil wir einfach nicht so viel Leistung haben. Und ich habe jetzt hier schon ein 16 mm Rohr gewählt. Es gibt auch Leute, die machen 14 oder 15 mm Rohr, aber einfach mehr Wasser ist mehr Masse und kann halt auch mehr erwärmen, ist halt ein mehr Energieträger dann da. Das heißt, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir den Abstand zwischen den Rohren nicht zu groß wählen, damit, wenn wir irgendwann eine Wärmepumpe haben, auch die Wärmepumpe noch in der Lage ist, diesen Raum aufzuheizen. Weil sonst haben wir einen zu hohen Wärmebedarf und können den nicht erfüllen mit der Heizleistung, die wir hier haben. So, das heißt, hier kommen jetzt meine anderen 3 Rohre entlang. Und das ist sogar ziemlich geil, das passt ziemlich gut hier. Ihr müsst euch nicht jetzt hier überall Linien hinmachen. Es geht einfach nur darum, dass ihr so ein paar habt also ich mache jetzt auch nur hier so kleine Striche hin, einfach nur, damit ich dann erstmal ungefähr weiß, wo ich hinzielen muss. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel sehr gut sehen, warum man nicht nur eine Fräse kauft. Und zwar nicht nur diese große, sondern auch eine kleinere Fräse. Und zwar diese Handfräse, die ich gerade nicht hier habe. Aber jetzt habe ich hier diese beiden Schlitze am Rand gefräst. Und die Fräse aber so groß, dass sie schon bis hierhin geht. Das heißt, ich könnte jetzt die anderen Seiten fräsen, indem ich die Fräse umdrehe. Aber die anderen könnte ich alle hier nicht mit dieser Fräse fräsen. Das heißt, dafür muss ich dann die andere Fräse nehmen. Also ihr braucht wirklich immer die große und die kleine. Schon hier bei sowas. Eine Sache, die ich euch noch nicht gezeigt habe, ist, ich habe hier immer so ein Stückchen Rohr dabei und das lege ich hier rein, einfach um zu gucken, ob ich tief genug fräse, beziehungsweise ob ich nicht Untiefen habe, wo mein Rohr dann raussteht. Weil rausstehen darf es nicht. Aber es darf auch nicht viel zu tief sein, weil dann brauchen wir auch wieder mehr Energie, um den Boden aufzuheizen. Das heißt, ich habe hier dieses Stück Rohr und das lege ich immer mal hier in die Rillen rein und gucke, wenn ich meine Hand drauf lege, dass ich das Rohr gerade so bedecke. Und das ist hier der Fall, also ist alles top. Das ist ja übrigens auch mein erstes Mal fräsen hier insgesamt so. Ich habe halt mit vielen Leuten geredet, die das schon mal gemacht haben oder auch mit denen, die bei uns im Haus oder im Geschoss gefräst haben. Deswegen habe ich jetzt halt schon einiges an Vorerfahrungen davon, weil ich halt auch mitgemacht habe, als sie das bei uns gemacht haben. Naja, auf jeden Fall werde ich mit diesem Zimmer hier anfangen und das ist interessanterweise auch eigentlich das Schwierigste, weil wir hier direkt so viele Kanten drin haben. Und das wird hier ein ziemliches Gestückel im Sinne von ein bisschen mit der großen Fräse, viel mit der kleinen dann auch. Aber dadurch, dass es halt auch das Bad ist, ist das hier
der Raum, wo wir den geringsten Rohrabstand haben, so wie ich es halt euch eben gerade schon erklärt habe. Das heißt, hier werde ich mir jetzt auch nur einen Abstand von 20 cm von der Wand nehmen und dann hier direkt anfangen, meine Schleifen reinzumachen. Vielleicht nehme ich hier sogar weniger als 20 cm. Vielleicht nehme ich hier 14 oder 15. Ich denke, ich nehme 13 mal hier. Und da markiere ich mir jetzt wieder nur so ein paar Stellen, einfach als Pilotlinie. So, und da seht ihr schon meinen allerersten selbst gefrästen Heizkreis. Ich habe hier wieder mein Rohr, lege ich hier rein, ist genau unter der Kante, also wieder alles richtig gemacht, das ist top. Hier vorne, das Stück seht ihr wahrscheinlich nicht, da kam ich nicht rum mit der Fräse, weil die wieder zu groß war, da musste ich mir die kleinere Fräse nehmen, die habe ich jetzt auch wieder hier. Die wurde mir jetzt eben wieder vorbeigebracht. Das war jetzt meine allererste Fräsung, die ich ganz alleine gemacht habe. Und ich muss sagen, ich war jetzt doch erstaunt, wie einfach es doch eigentlich ist. Also, wenn man sich mal ein bisschen überlegt, zum Beispiel hier war es halt so, dass ich jetzt nur noch mit der Rücklaufschleife quasi da reingehen konnte. Und die Vorlaufschleife ist dann hier vorne reingegangen. Das muss man halt bedenken, dass man immer diese gewisse Breite hat und auch die Radien. Aber wenn man jetzt nicht 100% auf den Kopf gefallen ist, dann kriegt man das gerade so noch hin. Also, ich finde es geil. Und habe jetzt auch wirklich keine Angst mehr. Also ich hatte schon noch Respekt vor dem Ganzen, aber wie alles einmal gemacht und geht, außer verputzen. Das geht niemals. Neuer Tag und ich habe euch ja gesagt, ich habe hier die Maschine am Start wieder und das zeige ich euch jetzt eben. Tada! Das ist die kleine Handfräse. Da kommt aber auch wieder hier diese Frässcheibe rein, weil das ist ja genau die wir für den Boden benutzen. Und ich hatte die jetzt gerade verliehen und der hat das als Schlitzfräse benutzt, hier ganz normal. Und dann kann man schön hier, jetzt habe ich den Laser angemacht, hier an der Wand entlang gehen und hat dann da auch einen schönen Schlitz drin. Habe ich euch aber auch schon mal in einem anderen Video erklärt. Aber ich werde das jetzt wieder umbauen hier als Fräse. Und da gehen wir jetzt einfach als allererstes her und fräsen erstmal hier die 4 Linien, die noch fehlen. Die hier außen, die ist schon. Das Gerät jetzt hier geht mit 220 Volt, da kann ich direkt hier auf 2 gehen. Dann geht der Staubsauger wieder automatisch mit an. Und jetzt hier diese 3 Linien und ziele jetzt einfach damit hier auf meinen Strich. Hier sieht man jetzt, es ist zu tief. Das heißt, ich muss jetzt hier das Ganze mal 5 mm höher einstellen, dass ich nicht ganz so tief komme. Okay, diese 0,5 cm sind leider dann nicht tief genug. Das heißt, ich muss wieder auf 30 gehen, darf aber da einfach nicht ganz tief reindrücken. Ist dann halt so. Ist ja nicht, ich jetzt alles damit fräsen muss, sondern wirklich nur dieses Stückchen hier. Das gleiche mache ich jetzt natürlich hier auch nochmal, da wo ich den Radius vorher nicht kriegen konnte. Da gehe ich dann jetzt auch wieder hier rein und da natürlich das gleiche auch. Es ist schon wieder ein neuer Tag. Ich werde jetzt heute hier im Wintergarten fräsen. Da hinten habe ich noch eine ganze Weile weiter gefräst neulich. Das ist richtig geil geworden, war aber auch kranker Akt, die ganze Zeit zu berechnen, halt was für ein Abstand und so. Aber immerhin ist es jetzt gemacht und sieht richtig gut aus. Das ist, glaube ich, mit eines der schwierigsten Teile. Es ist so ein bisschen, als würden 10 Spuren auf eine Spur am Ende kommen, wenn irgendwie so eine Autobahnbaustelle ist. Deswegen muss man sich da wirklich sehr konzentrieren und man darf halt nicht irgendwie verursachen, dass da ein Stückchen ausbricht oder so, weil sonst muss man so viel Nivelliermasse am Ende wieder auffüllen. Ich versuche jetzt mal mein Glück hier. Das ist mein erster rechteckiger Kreis, also das sollte sich ja eigentlich relativ einfach gestalten dann. Aber meistens gestaltet sich ja nie irgendwas einfach. Deswegen werden wir das mal sehen, wie es jetzt hier gleich läuft. Ich mache jetzt einfach mal einen Zeitraffer, dass ihr das sehen könnt. Ich mache jetzt mal Fußbodenheizung weiter. Und da hat sich jetzt eben die Frage gestellt, macht man unter der Küchenzeile auch Fußbodenheizung? Dafür sprechen in dieser Küche eine Sache. Und zwar, was dafür spricht, ist, dass wir ja keine Küche einbauen und daher auch nicht wissen, wie der zukünftige Mieter hier seine Küche stellen wird. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es hier dieses L auf jeden Fall sein wird und wahrscheinlich auch da drüben noch. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich bleibe einfach da überall, wo Küchenzeile ist, 50 cm weg von der Wand. Dadurch habe ich dann meinen ersten Heizkreislauf da. Oder das ist mein erster, hier kommt noch ein Heizkreislauf rein, aber es fängt halt da ein, meine erste Windung quasi. Ich habe das hier auch schon angezeichnet, das seht ihr an den roten Dingern. Dadurch denke ich, habe ich trotzdem eine gute Fläche. Das heißt, ich mache die aber auch hier ein bisschen länger, damit ich hier trotzdem meinen Wärmebedarf decken kann. Und bleibt hier zum Beispiel auch nur 15 cm weit weg von der Wand. Ohne sollte das gehen. Es wird aber trotzdem interessant, hier zu fräsen, weil es ist ja schon relativ wenig Platz hier dann, um meine Schnecken zu machen. Also es sind wahrscheinlich nur 3 Windungen oder so. Werden wir jetzt sehen auf jeden Fall. Da schließen wir jetzt natürlich wieder als erstes hier in unserer Maschine den Zyklon an, weil ansonsten ist der Staubsauger wieder sofort dicht. Das muss ich sagen, echt eine coole Sache. Kann ich einfach jedem weiterempfehlen. Dann gucke ich immer, ob alles passt hier, bevor ich wieder anfange zu fräsen, ob irgendwas locker ist. Aber es sieht gut aus. Dann geht's los. Bevor ich jetzt weiter fräse, nehme ich mir hier wieder mein Rohr und stecke das kurz hier rein. Guckt, der ist da wirklich tief genug fräse. Ist aber so, also kann ich weitermachen.
Wir haben ja jetzt recht wenig Fläche zum Heizen hier. Wir müssen nur überlegen, wie viel wir hier insgesamt haben. Das heißt, ich kann wahrscheinlich sogar nur 3 Schleifen machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Abstand von 30 cm lang gehe, komme ich dann hier auch mit einem Abstand von 30 cm wieder her. Ja, das kommt hin. Das heißt, dann habe ich einen Abstand von 15 cm. Das ist relativ nah, aber ist in Ordnung. Vielleicht mal noch 28, einfach um den Wärmebedarf besser decken zu können. Zeichne ich mir das hier an. Das mache ich jetzt einmal im Kreis hier. Jetzt habe ich mir wieder eine Runde alles angezeichnet. Jetzt kann ich weiter fräsen. Hier muss man jetzt ein bisschen überlegen, weil wir kommen jetzt hier mit unserem Vorlauf und müssen jetzt wahrscheinlich da hinten links rumgehen, damit wir dann hier rechts wieder zurückkommen können. Das heißt, ich mache jetzt hier auch einfach wieder meine 30 cm, gehe jetzt hier einen Bogen, irgendwie so, also wahrscheinlich eher so einen gröberen Bogen, sowas hier. Weil wenn ihr es zu scharf macht, dann knickt euch die Leitung beim Reinlegen, dann geht es kaputt. Und das darf nicht passieren. Das heißt, vielleicht mache ich jetzt einfach nochmal so einen größeren Schlenker hier. Ich muss ja auch nicht direkt hier wieder rumkommen, aber ich denke, sowas hier werde ich jetzt machen, damit ich dann mit meiner Leitung hier zurückgehen kann. Hier habe ich jetzt auch nicht mehr so viel Platz. Das heißt, ich muss ja auch hier mit meinem Bogen wieder zurückgehen. Und das passt aber auch. Also, wenn ich da hinten umgedreht habe, muss ich hier rüberkommen. Gehe hier so auf meinen Abstand. Hier, was hatte ich jetzt hier? 16. Hier auch so 16, naja, hier irgendwo so. Dann gucke ich hier auch, was habe ich jetzt hier? Hier habe ich 50, 50 durch 3. Ne, da habe ich irgendwo 16 cm, ist das richtig? Ja, gehe hierher, 16 cm, 16 cm. Dann hier wieder den Bogen und der Weg zurück ergibt sich dann eigentlich. Hier haben wir jetzt wieder einen anderen Fall. Also ihr seht, ich möchte jetzt eigentlich hier rumfräsen, geht aber nicht, weil eben der Radius mit dem Motor ist zu groß. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt den Rücklauf von hier anfangen zu fräsen, damit mein Motor nach innen steht. Und jetzt kann ich einfach dann trotzdem mit der Maschine hier lang fräsen, aber ich muss halt einfach von der anderen Seite aus fräsen. Aber jetzt hier seht ihr zum Beispiel, jetzt passt es hier auch nicht so ganz. Da muss ich hier vielleicht mit dem Handgerät, mit dem da, muss ich dann hier die Ecke machen. Das heißt, ich fange jetzt einfach irgendwo hier an und den Rest mache ich dann mit dem kleinen Gerät. Dazu mache ich das jetzt an und dann lasse ich es langsam runter. Also so sieht das fertige Produkt jetzt aus. Das ist ein Loch, ein Schlitz. Also Vor- und Rücklauf ist drin und ihr seht, es ist relativ gleichmäßig und simpel. Hier kriegt keiner kalte Füße. Das ist gut. Den Rücklauf, den muss ich dann wie gesagt noch mit der kleinen Maschine hier rüber fräsen. Aber da muss ich sowieso nochmal, wenn die alle, die von hier kommen und dann hier vorne kommt ja auch nochmal ein Heizkreis hin. Dazu muss ich aber erst die Wand spachteln, also das ist also letztes Fräse. Dann muss ich das hier sowieso nochmal alles dann machen. Also es wird nochmal ganz interessant, mit all denen da hinzukommen. Und dann muss ich immer alles sauber machen, nochmal alle Schlitze aussaugen, auch die hier, damit ich dann das abwickeln kann und hier in die Schlitze reinlegen kann und dann kann ich es auch direkt einschlemmen und dann ist der Boden schon wieder versiegelt und ich kann mit allen weiteren Sachen fortfahren, wie zum Beispiel auch die Decke hier spachteln, die ich übrigens auch nicht gefilmt habe, wie ich sie gebaut habe. Aber die Nivelliermasse hier hatte ich übrigens auch nicht gefilmt. Da hatten wir ein 4 cm Gefälle von links nach rechts. Das habe ich ausnivelliert. Das sieht man hier auch, dass da relativ viel von der Masse drauf ist. Also wir sind hier fast nur in der Masse drin. Fast gar keinen Estrich, den wir hier gefräst haben. Also so sieht es aus, wenn wir den Estrich fräsen. Und hier haben wir wirklich nur in der Masse gefräst. Hier waren wir gar nicht im Estrich. So viel Nivelliermasse ist hier drauf gekommen. Dabei ist natürlich auch wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr die richtige Nivelliermasse nehmt. Also es gibt welche, die geht nicht zu einer hohen Dicke. Es gibt welche, die sind nicht für Fußbodenheizungen geeignet. Aber die hier ist für Fußbodenheizungen geeignet. Und außerdem, wo steht's, geht die bis 5 cm. Also haben wir eben erfüllt. Ich freue mich, wenn hier die Fußbodenheizung drin ist, weil es wird halt wieder kalt jetzt langsam. Und ich will natürlich auch nicht im Kalten hier arbeiten. Und es ist nicht gut fürs Haus. Und die Heizung war ewig nicht mehr an. Bevor ich jetzt mit den anderen Heizkreisen weitermache, zeige ich euch mal diesen Filter hier. Der sieht jetzt so aus. Stellt euch mal vor, wie schnell der so aussehen würde, wenn da kein Zyklon zwischengeschaltet wäre. Ich mache immer erstmal so. Dann fällt auch das ganze Gedöns hier unten rein, wo es hin soll. Die Hundehaare wollen wir natürlich auch nicht haben. Hier hinten ist noch so ein Nachfilter für ganz feines Zeug. So, jetzt sieht es schon wesentlich besser aus hier. Aber ihr seht, wie fein das Zeug ist. Also hier, das ist fast wie eine Flüssigkeit. So krass. So, und damit gehe ich jetzt raus und mache das ein bisschen mit dem Kompressor sauber. Der Vorgarten hier hat übrigens auch noch einiges an Liebe vor sich, wie ihr sehen könnt. Also hier muss noch ein Boden hin. Das Boot, das muss dann natürlich auch woanders hin. Ja, erstmal klopfe ich das hier nochmal aus. Seht ihr schon, was da alles rauskommt? Krank, oder? Wie diesen Zyklon aussieht, zeige ich euch auch mal. Der ist nämlich nur von diesem Raum, also da war vielleicht vorher so viel drin, aber alles andere ist jetzt wirklich nur von hier. Und ihr seht, guck mal, da kommen so Blubberblasen raus sogar, weil das so fein ist, das ist wirklich wie Liquid.
Ich wollte jetzt gerade hier schön die ganzen Anschlüsse fräsen. Und ich habe hier drüben schon ein Telefonkabel erwischt, was aber nicht so schlimm ist, weil das sowieso nirgendwo angeschlossen ist. Aber dann dachte ich so, ja geil, okay, dann fräst jetzt schnell alles und schlemmst es dann direkt ein, wenn du dann hier die Rohre reingelegt hast. Naja, jetzt habe ich hier gerade gefräst und finde das hier, das ist doch wohl die größte Kacke aller Zeiten. Das ist der Drehstromanschluss von der Küche dort. Warum liegt der denn hier 1,5 cm tief nur? Sonst überall tief genug. Entweder ziehe ich jetzt ein komplett neues Kabel unten lang durch den Keller. Dann muss ich hier aus der Kammer runterbohren. Oder ich fräse einfach doppelt so tief wie das hier alles. Einmal hier lang bis hinten zu der Dose. Beides keine schöne Lösung, aber ich denke, ich gehe durch den Keller, weil das andere macht keinen Sinn. Aber ich muss so oder so meine frisch gespachtelte Wand hier drüben wieder aufreißen. Dumm. Aber passiert halt. Was will man machen? Also es war jetzt wirklich nur diese eine einzige Stelle, wo ich dieses Kabel durchgeschnitten habe. Sonst überall liegt das Kabel tief genug. Ist umso ärgerlicher, aber es ist jetzt halt leider so. Alles austauschen. Aber ich denke, ich werde es einfach durch den Keller legen, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Ich habe hier jetzt, wie viel bleibt noch übrig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Ah, das ist ein Akt. Also 4 Stück sind noch für die beiden Heizkreise hier vorne. Also muss ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt muss wirklich, der hier muss hier hinten rein, der hier, der wieder dahinter. Ja. Also wieder schön eng zusammen hier jetzt alles. Aber dafür haben wir ja dieses kleine Ding hier. Mit dem Kabel beschäftige ich mich später. Ich kriege heute sowieso kein Kabel mehr und beim Baumarkt ist es viel zu teuer. Deswegen mache ich das wann anders. Ich mache jetzt erstmal das hier. Und das hier ist ja dieses Fußbodenheizungsrohr. Und das ist schon relativ steif. Und man kann zwar 90 Grad Bögen schaffen, ist aber nicht so gesund in dem Sinne. Wir haben ja hier wirklich wenig Estrich auf diesem dieser Betondecke hier. Das heißt, ich werde jetzt hier ein ganzes Stück rausstemmen, damit ich in einem ordentlichen Radius runtergehen muss und das nicht an irgendeiner Stelle so brutal knicken muss, weil das macht das Rohr halt auch einfach kaputt. Vor allem auf Dauer, wenn es dann alles arbeitet. Das heißt, ich stemme jetzt hier relativ großzügig, alles ein bisschen frei, dass man da rum kann. Und dann können wir theoretisch schon anfangen, unsere Rohre zu legen. Halt nicht das hier. Das sieht jetzt schon mal ganz schlecht aus. Ich habe jetzt gerade im Bad komplett nochmal alles ausgesaugt. Es war auch kein feiner Staub oder irgendwelche Körner mehr sind, die dann unser Rohr kaputt machen können. Wo wir jetzt schon vom Rohr sprechen, da ist es. Es befindet sich schon auf der Rohrhaspel. Frag mich nicht, warum das Ding so heiß ist, halt so. Und ich werde mir diese Rohrhaspel jetzt hier hinstellen, damit ich die, wenn ich jetzt abwickle, mir das dann da gut reinziehen kann. Weil ich muss ja zunächst erstmal durch den Flur und dann erstmal Richtung Bad. Und ab dann erst können wir die Schleifen im Bad legen. Das heißt, ich hole mir die jetzt erstmal hierher und dann geht's los. Ich habe jetzt hier übrigens ein 500 Meter Rohr drauf, also 500 Meter lang. Ich glaube, ich komme damit relativ weit hier in dem Haus. Ich habe aber sonst auch noch eine zweite Rolle, weil ich auch noch in unserem Haus auch noch Fußbodenheizung legen muss, deswegen habe ich direkt mehr geholt. So, hier haben wir unser Rohr. Wollen wir erstmal hier drauf gucken, was hier so drauf steht. Hier steht eben die DIN-Norm, dann sauerstoffdicht, auch wichtig, diffusionsdicht, weil sonst kriegt ihr immer mehr Luft in eurer Fußbodenheizung und Luft mit Eisen hast du wieder Rost. Und hier steht 499 Meter. Das ist auch sehr wichtig, weil wir müssen immer wissen, wo wir da ungefähr sind, damit wir für den hydraulischen Abgleich wissen, wie lang unser Heizkreis ist. Außerdem schreiben wir uns dann immer auf, wie lang welcher Heizkreis ist. Das heißt, ich stecke mir das jetzt so weit durch, dass ich das hier im Keller sehen kann und dann fange ich überhaupt erst an, das zu legen, damit ich dann weiß, wie viel ich dann in diesen Heizkreis reingelegt habe. Bad sind diese beiden hier. Müssen wir mal gucken, auch wegen dem Radius hier wir haben, aber das ist noch ein bisschen kacke, das ist noch ein bisschen eng, das heißt, ich werde hier noch mal ein bisschen was wegstemmen erstmal jetzt, bevor ich weitermache, damit ich eben diesen Radius hier einhalten kann. Die Kante habe ich ein bisschen weggemacht und jetzt stecke ich das Ganze eben wieder hier rein. Steck es rein. So, dann sind wir tief genug drin und dann können wir anfangen, das Rohr hier reinzulegen. Und dann nehmen wir einfach mal den Fuß und schieben das so hier lang. Und dann kommt es auch schon wieder schön rausgeschossen. Den Radien hier ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber an sich klemmt sich das auch immer gut hier rein direkt. Guck mal, hier sind noch 2 Krümel, die habe ich wohl vergessen einzusaugen gerade. Und halt auf keinen Fall das Rohr abknicken. Wenn es einmal abgeknickt ist, müsst ihr das komplette Rohr rausmachen und neu machen. Weil das könnt ihr nicht fixen. Hatte ich es gesagt, jetzt passiert es mir bestimmt gleich. Und wenn ihr es nicht von so einer Rohrhaspel abwickelt, dann ist es ziemlich schwierig. Weil so seht ihr, ich bekomme ein gerades Rohr. Wenn ihr es einfach so abwickeln würdet, würdet ihr halt immer dieses Gedrehte bekommen. Und das ist super nervig. Aha, der Baustellenhund. Naja, und so mache ich jetzt hier weiter, bis der erste Kreis drin ist. So, jetzt sind wir ja wieder hier angekommen, wo wir
hergekommen sind. Und jetzt müssen wir auch wieder durch die Decke durch und dann unten wieder ein Stück rausgucken. Und hier unten ist jetzt wieder eine Meteranzeige. Das heißt, wir wissen jetzt 56 Meter und wir haben bei 499 Meter angefangen. Da wisst ihr mal, wie viele Meter hier reingegangen sind. Das sind ganz schön viele. Nicht, dass ich jetzt im Kopf ausrechnen könnte oder so, das wäre ein bisschen zu krass. Aber nehmt jetzt hier diese Zange, die ihr auch für die Aluverbundrohre nehmt. Und schneidet das einfach genau da ab. Und jetzt nicht anfangen, hier das reinzubiegen, weil dann macht das kaputt. Lieber noch mal ein bisschen rausholen und das dann mit einem ordentlichen Radius da reinstecken. Ich mach die Kante hier auch nochmal weg. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu scharf hier. Weißt du? Ja. So, und dann haben wir unseren ersten Heizkreis hier drin. War jetzt nicht so krass, oder? Aber das ist eine coole Sache. Das ist ziemlich befriedigend. Das macht auch Bock. So, da sind wir am Ende. Da gucken wir jetzt wieder, dass wir hier, weil das ist vielleicht ein bisschen Overkill. Steht vielleicht zweimal hier irgendwo, welcher Meter? Nö. Naja, aber man sieht ja immer dann, wenn das andere Ende rausguckt, wo wir damit waren. Und da lasse ich jetzt einfach mal so viel rausziehen hier. Das sollte trotzdem mehr als genug sein. Und auch das wieder dann hier rein. Also 4 Heizkreise haben wir jetzt schon mal drin hier. Ne, das ist eine Lüge. 6 Stück haben wir. 2, 4, 6. Immer noch eine Lüge. Es sind 3 Heizkreise mit Vor- und Rücklauf. Also 3 Heizkreise haben wir drin und dementsprechend haben wir hier 6 Rohre. So, bevor ich jetzt weitermache, werde ich aber erstmal den Heizkreisverteiler hier aufhängen. Damit habe ich erstmal gewartet, weil ich erstmal nicht wollte, dass, wenn ich hier oben noch am Stemmen bin, der ganze Zeug hier auf den Heizkreisverteiler drauf fällt. Den sollte ich dann auch abdecken, wenn ich wieder weitere Rohre reinstecke. Aber der muss eben hier hin. Wir haben hier die Rohre von der Heizung. Die werden dann hier hochgelegt, hier rüber und dann hier der Anschluss. Der hat eine gewisse Größe bei 12 Heizkreisen, das seht ihr gleich. Aber ich werde jetzt erstmal hier den Heizkreisverteiler an die Wand dübeln. Hier ist der Oschi, also wirklich richtiges Ding. Nicht wundern, ich habe das obere jetzt schon getauscht, deswegen ist hier noch das Entlüftungsteil auf der Seite. Und hier da, aber das hier muss dann auch noch umgedreht werden. So, und das möchte ich ziemlich genau hier haben. Hier hinten von der Postdose, ja, da muss ich halt dran so. Ist halt so, zur Not kann man die auch nochmal lösen, die Postdose. Aber ich muss hier mit meinen ganzen Rohren, oder ich gehe ein bisschen runter einfach, dann habe ich hier den Platz. Mal anzeichnen. Erstmal den Stift wegschmeißen. Da einmal bohren und hier einmal bohren. Dann nutze ich jetzt wieder die Fischerdübel hier. Das sind ja meine absoluten Lieblingsdübel. Das habe ich euch ja schon öfter erklärt, warum. Die halten einfach am allermeisten. Die sind top. Ich habe mir hier noch so Abstandshalter dran gemacht, dass ich ein bisschen mehr Freiraum habe, wenn ich hier am Arbeiten bin mit den Rohren. Das erleichtert es einfach enorm. Da ist ja immer noch nicht viel Platz hier und also es wird auch nicht mehr Platz natürlich. Aber ist aber angenehmer, wenn man hier ein bisschen Platz zum Rangieren hat. So, jetzt habe ich auf jeden Fall hier hinten noch ein bisschen Platz, um mit den Rohren hinten reinzukommen. Weil es müssen ja die Rückläufe hier hinten rein und die Vorläufe hier vorne rein. Bevor ich es jetzt vergesse, drehe ich eben das hier auch noch, damit es gemacht ist. Und wie gesagt, dass uns da jetzt nichts reinfällt, blende ich das erstmal hier drauf. So ist es erstmal sicher. So, dann wollen wir mal. Schon wieder ein neuer Tag. Die anderen hier liegen jetzt alle schön hier drin. Ich werde jetzt hier die nächsten 4 fürs Schlafzimmer legen. Und dazu gucke ich jetzt wieder hier, wo hier irgendwas steht. Das haben wir jetzt hier. Wobei, vielleicht schneide ich das hier erstmal ab, weil hier muss ich dann mit dem anderen lang. Und ich will nicht, dass das hier an Metall lang schrubbt. Deswegen schneide ich das erstmal ab mit der Flex. So sieht es schon wesentlich besser aus. Jetzt hat sich das hier natürlich verhakt irgendwo. So, jetzt gehe ich hiermit wieder hier rein, schön darunter. So, und jetzt müsst ihr gucken, dass ihr hier halt nicht einfach so runterdrückt, sondern dass ihr versucht, hier einen ordentlichen Radius hinzubekommen, der jetzt nichts kaputt macht. Also so zum Beispiel. Wenn es jetzt hier erstmal rauskommt, ist nicht so schlimm, dafür haben wir dann hier so Holzkeile, um das zu fixieren. Es geht einfach darum, dass es jetzt nicht so mega abgeknickt wird. Und jetzt halt wieder frohes Verlegen hier, ne? Ja, mal Licht an hier, was wahnsinnig hell ist. Wichtig ist, dass ihr euch immer hier eure Fräsungen sauber macht. Also ich habe hier eben nochmal alles gesaugt wieder. Und ihr seht, das sieht dann direkt gut aus. Und auch die Sache mit den Kurven hier ist kein Hexenwerk. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, da ist jetzt eine blöde Spannung drauf. Da muss ich dann auf jeden Fall was reinklemmen. Hier zum Beispiel habe ich die auch. Das kommt jetzt einfach von der Wicklung her. Das ist aber auch nicht schlimm. Müsst ihr halt vorher festklemmen, weil sonst stehen euch die später beim Einschlemmen raus. Und da seht ihr auch, wie wichtig das ist, einen schönen Radius zu haben, dass ihr nicht irgendwo einen Knick hinbekommt. Schöner Radius, wo ich das alles anlegen kann und dann passt das alles auch. Und klemmt auch schön fest. Vor allem hier, die sind halt wichtig, dass die schön rund sind. Da wird einem echt warm dabei. Wenn man die Rohre dann befüllt, dann haben die aber natürlich auch nochmal mehr Gewicht und legen sich auch eher hin. Das müssen wir sowieso noch vor dem Einschlemmen machen. So, und da sind wir wieder. Jetzt hole ich mir hier nochmal die Zange. Die habe ich nämlich auch irgendwo hingelegt. So, und dann geben wir hier nochmal, damit wir die Meter wissen. Naja, wissen wir nicht.
Muss ich mir nochmal aufschreiben dann. Und jetzt seht ihr auch, warum ich hier genau dieses Stück Bewährungseisen weggemacht habe. Nehme ich mir hier einfach ein Stück Holz und schlage mir das hier rein und dann hält es schon. Und das gleiche mache ich hiermit jetzt auch nochmal, wobei das hier hält wahrscheinlich nichts mehr. So einfach, dass es nicht rausschießt überall. Das ist schon wieder ein neuer Tag. Ich habe gestern noch bis spät in die Nacht Heizkreise verlegt und wie ihr seht, habe ich auch schon einige angeschlossen. Aber bevor ich jetzt oben den nächsten Heizkreis lege, wollte ich euch hier gerade mal zeigen, wie man das hier anschließt. Also das hier ist ja dieser Heizkreisverteiler, den haben wir schon zusammen aufgehängt. Und da geht man dann mit einem Eurokonus dran. Ein Eurokonus besteht aus 3 Dingen. Und wie man schon im Namen hören kann, ist es ein Konus. Und das Ganze dichtet im Konus ab, aber hat auch noch eine Dichtung. Also es ist einmal hier diese Mutter, die seht ihr ja auch hier. Dann ist es dieses Ding hier, das wird von unten aufs Rohr drauf gesteckt. Und dann das hier wird noch aufs Rohr drauf gemacht, das ist von oben eindichtet. Das zeige ich euch jetzt gerade mal. Vor allem das Wichtigste ist, dass ihr es an der richtigen Stelle abschneidet. Wenn ihr das Ganze jetzt hier irgendwie einen Zentimeter drüber abschneidet, habt ihr ein Problem und müsst den ganzen Heizkreis neu machen. Da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich mir jetzt da was ausgedacht, so wie ich das immer mache. Das ist ausgedacht, das macht man halt so. Dieses Ding hier hat so eine Notch hier drin. Also das geht tiefer rein, als es aussieht. Und auch wenn das ganze Ding hier drin versenkt ist, muss das Rohr trotzdem noch ungefähr bis in den ersten Gewindegang reingehen. Das heißt, was ich jetzt immer mache, ich halte mir mein Rohr hier hin und dann ziele ich oder peile bis auf den ersten ganzen Gewindegang und schneide es dann da ab. Da wird dann als allererstes diese Mutter drauf gesteckt. Dann ist hier dieser Ring. Bei manchen Ringen habt ihr hier da eine Richtung drauf, wie ihr das reinstecken müsst. Bei denen hier ist es egal, die haben hier nur so normale Lamellen drin. Aber bei manchen von diesen Ringen, also bei anderen Eurokonussen, die ich kenne, Eurokonusse, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Da habt ihr dann eine Richtung, also müsst ihr richtig rum draufstecken. Dann kommt das hier drauf. Und dann, wo habe ich das hingelegt? Das hier wird jetzt von unten hier reingesteckt. So. Jetzt rutscht eben dieser Messingring hier runter und dann diese Mutter, aber die könnt ihr auch gleich jetzt machen. So, und um es da reinzustecken, müsst ihr das Ganze nochmal so ein bisschen biegen hier. Da müsst ihr auch wieder aufpassen, dass ihr da nichts abknickt. Und dann rutscht das hier wirklich tief rein. Kann ich das auch nochmal nah zeigen? Also so sieht das Ganze aus. Und dann macht ihr eben diese Schraube hier drauf, diese Mutter. Und dadurch, dass dann eben dieser Messingring um das Ding, was wir unten reingesteckt haben, sich drumherum drückt, wenn man diese Mutter hier anzieht, dadurch wird es dann dicht. So, ihr seht jetzt, hier ist noch einer und hier sind noch 3 Heizkreise. Das sind noch 4 Heizkreise, die angeschlossen werden müssen. Dieser Heizkreis ist noch nicht gefräst. Hier ist nochmal Wohnzimmer und da habe ich ja das Kabel im Boden durchgefräst beim Wohnzimmer. Das heißt, da muss ich mich erst drum kümmern. Küche könnte ich schon legen und den hier, den habe ich auch noch nicht gefräst. Also 2 Stück muss ich noch fräsen. Vielleicht mache ich das mit dem Fräsen mal als allererstes, damit das schon mal abgehandelt ist. Die Schwierigkeit, die wir auf jeden Fall haben, ist, es müssen alle Heizkreise angeschlossen werden, bevor wir das einmal abdrücken können. Also abdrücken heißt einmal gucken können, ob es dicht ist. Und vorher können wir nicht einschlemmen. Das heißt, das ganze Zeug, was ich da oben habe, was rumsteht, muss ich alles nochmal bewegen, mehrfach. Weil ich einmal erstmal den fräsen muss, den ich noch nicht gefräst habe. Und danach muss ich auch nochmal alles einschlemmen. Also ich muss das ganze Zeug, was ich da oben habe, alles nochmal richtig viel rumräumen. Aber gut, ist halt so. So, ihr könnt sehen, ich habe alle Heizkreise dran. Jetzt gerade. Ich habe es tatsächlich hinbekommen, heute noch. Und ich habe jetzt hier gerade einen Wasserschlauch angeschlossen mit Zuwasser und ein Wasser mit Abwasser. Und ich befülle jetzt gerade einmal die Rohre, damit ich eben sehen kann, ob die dicht sind oder nicht. Ihr könnt sehen, hier ist Druck drauf. Offensichtlich. Ich werde jetzt hier alle Rohre einmal durchspülen, dass ich auf jeden Fall einmal komplett die ganze Luft raus habe, damit ich sehen kann, ob irgendwo ein Leak ist. Und dazu habe ich die jetzt erstmal alle geschlossen, bringe jetzt Druck auf das Ganze drauf und drehe dann jedes einzelne nacheinander auf. Seht ihr, jetzt wird das gerade komplett durchgespült. Also ich muss hier nochmal aufmachen. Ihr habt hier mal so ein Entlüftungsventil. Das mache ich jetzt auf. So, ihr seht, hier ist jetzt ein Druckausgleich. Hier könnt ihr mal sehen, wie viel Wasser da durchgeht. Und hier kann man jetzt auch sehr gut sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video sehen könnt. Aber hier kommen jetzt gerade die Luftblasen durch. Und ihr seht auch, wie der gelbe Schlauch sich hier bewegt. Also da wird jetzt gerade einmal komplett, alle Luftblasen werden durch den Wasserdruck durchgedrückt. Und das mache ich jetzt eben bis aus meinen 700 Metern Rohr, die ich jetzt hier gelegt habe, insgesamt im Haus, bis hier keine Luft mehr kommt. Das heißt, ich mache das Ganze jetzt 12 Mal. Also ich habe jetzt gerade das hier offen, jetzt sieht man das nicht so gut, aber ihr seht, das hier ist jetzt ganz offen. Hier seht ihr in dieser Anzeige, wie viel Liter pro Minute durch dieses Ding laufen. Also damit könnt ihr da immer gut einstellen. Also damit funktioniert eben dieser hydraulische Abgleich. Das darf ich tatsächlich nicht machen, dazu muss ich einen Heizungsbauer holen, das werde ich auch machen. Man kann das ungefähr grob machen, aber nicht perfekt. Jetzt seht ihr gerade hier, die sind alle, die hier, die ich jetzt entlüftet habe, die sind jetzt schon bei 0. Das hier, was ich nicht entlüftet habe, da zeigt ihr jetzt tatsächlich noch ein bisschen was an, weil das Ventil nicht richtig zumacht, wenn da kein Wasser ist. Wenn ich das jetzt aufmache, müsst ihr hier mal auf diese Rohre achten. Das hier geht sofort ganz auf und hier werden gleich wieder die Luftblasen runterschießen. Da seht ihr es jetzt. Man sieht immer diese Farbunterschiede. Und natürlich sieht man auch den Schlauch wieder hüpft. Bei diesem Set, was ich habe, waren direkt diese Klebebänder da, diese Klebesticks. Sticker dabei. Und 3 Stück fehlen noch, das sind die 3 Wohnzimmerdinger. Ihr werdet wundert euch, okay, warum habe ich jetzt hier
den Wintergarten zwischendrin. Das hat sich aber von der Rohrlegung ergeben, weil ich mit den Rohren quer durchs Wohnzimmer durch muss. Deswegen habe ich jetzt hier Veranda und hier Wohnzimmer, da Wohnzimmer und da Wohnzimmer. Das ist aber nicht schlimm, weil dann später bei dem Homematic, was ich benutzen werde, um das Ganze zu steuern, kann ich dann einfach die 3 Stellmotoren von denen kann ich dann einfach hier ankoppeln und dann zusammen in einem Kabel an das dafür vorgesehene Zimmer machen, was halt in dem Fall das Wohnzimmer ist. Ist natürlich ein geiler Vorteil, wenn wir dieses Ding einfach im Keller montieren können wie hier. Wir brauchen oben keine irgendwie einen komischen Kasten, den man noch irgendwo einbauen muss oder gar einmauern. Also wir haben das einfach hier unten hängen, aber natürlich, wir arbeiten hier mit Wasser und mit Luft. Das bedeutet, all unsere Luft will natürlich nach oben steigen. Das heißt, hier beim Entlüften oder generell beim Entlüften eines solchen Systems ist immer sehr darauf zu achten, dass man alle Luft rausbekommt. Weil wir haben natürlich da oben jetzt auf einer Fläche richtig viel Luft. Und wenn wir diese Luft jetzt nicht wirklich vor unserer Wasserwurst quasi herdrücken, kann es passieren, dass wir am Ende oben noch eine riesige Luftblase haben und wir deswegen keine richtige Heizwirkung von der Fußbodenheizung haben. Das heißt im Endeffekt, um zu entlüften, ist die Bauweise besser, dass man das hier irgendwo auf dem gleichen Geschoss hat wie die Fußbodenheizung, weil man dann einfach die Luft am höchsten Punkt, nämlich hier, was ja dann das ist, also ihr müsst euch das einfach kopfüber vorstellen, weil das ist dann der Boden hier, dann haben wir hier den höchsten Punkt und können hier einfach entlüften und das ist dann super simpel. Aber in dem Fall hier muss man wirklich sehr, sehr lange Wasser laufen lassen, damit man auf jeden Fall hier die ganze Luft rausbekommt. Das habe ich alle befüllt, habe jetzt, also meine Abwasser habe ich ausgedreht, damit jetzt überall Druck drauf ist. Jetzt drehe ich die hier auch nochmal alle einzeln zu, das sollte aber eigentlich nichts ändern. Also ich habe jetzt überall den normalen Wasserdruck drauf, also irgendwie 3 Bar schätze ich mal, weil ich den Hahn nicht ganz aufgedreht habe. Und das ist so das, was wir ungefähr hier haben. Das lasse ich jetzt über Nacht hier stehen und wenn morgen früh alles trocken ist und ich überall noch Druck drauf habe, also ich hier auftauche und da kommt immer noch was raus und oben keine Wasserlache ist irgendwo in dem Gefräß, und dann kann ich anfangen, das alles einzuschlemmen. Was ziemlich cool ist, weil dann haben wir einen richtig großen Schritt abgearbeitet. Und ihr wisst dann, wie man eine Fußbodenheizung verlegt. Und das ist kein Hexenwerk, wie ihr seht. Ich werde jetzt oben noch einen Rundgang machen, damit auch jetzt nichts undicht ist. Und dann mache ich Feierabend und wir sehen uns morgen wieder. So, ein neuer Tag ist da und wir wollen mal gucken, ob hier noch alles dicht ist. Wir schauen mal. Ihr seht, diese Lampe ist extrem hell. Ich liebe sie. Aber erstmal will ich gucken, ob jetzt hier irgendwo Wasser hängt. Tut's aber nicht. Und hier oben auch nicht. Das Wasser, was hier unten ist, ist aus dem Schlauch rausgelaufen, hier aus dem Grün. Drehe ich hier nochmal auf. Hier am besten. Ja. Unser Druck ist noch da, also alles gut. Ich zeige euch das jetzt gerade nochmal, wie das hier alles so aussieht, in uneingeschlemmt. An ein paar Stellen stehen die Rohre hier halt noch raus, so wie hier. Da muss ich das dann festklemmen. Das habe ich ja, wie ihr seht, hier auch schon mal gemacht. Da lasse ich dann einfach so ein bisschen Holz drin und das ist auch nicht schlimm, wenn es drinnen bleibt, das ist alles gut. Hier muss dann auch noch was rein. Hier sieht auch top aus. Hier auch. Hier habe ich mir schon die Bodenausgleichsmasse bereitgestellt. Die werde ich jetzt einfach gleich richtig schön dünn anrühren. Und dann kann ich die einfach hier mit dem Rakel einfach schön hier in die Fugen verteilen und habe dann wieder eine geschlossene Fläche hier. Als allererstes werde ich aber hier den Eingangsbereich einschlemmen, weil das hier natürlich das ist, wo ich immer hier den ganzen Dreck reintrage. Und ich will jetzt nicht, dass hier wieder die ganzen Stellen sich voll mit Dreck setzen. Das heißt, ich werde als allererstes mal jetzt hier einschlemmen und dann mich dahinter arbeiten. Außerdem werde ich hier schön Schaum von unten, da wo die ganzen Heizkreise hochgehen, werde ich zumachen, damit dass wenn ich da wieder Essig reinmache, dass mir das dann nicht runtersifft. So, also angerührt habe ich den Spaß schon mal. Den nehmen wir jetzt mit hier rüber. Das habe ich jetzt zu einem 1/5 mehr verdünnt, als man, wenn man es als Nivelliermasse nutzt, verdünnen sollte. Ich tue mal lieber meinen Schlüssel weg, nicht, dass er mir da reinfällt. So, und davon fange ich jetzt einfach an, hier ein bisschen hinzugießen so. Das reicht erstmal. Jetzt fange ich an, das hier in die Fugen reinzuziehen. Und ihr seht, man braucht davon gar nicht so mega viel. Man kommt dann damit so ein bisschen Nivelliermasse schon relativ weit. Ihr seht jetzt hier noch ist dieses Zeug auf dem Boden. Das hier ist hier dieses Gedöns, aber das ist nicht schlimm, das kann da bleiben. Das stört mich nicht. So, jetzt kippe ich aber noch mehr hin. Und ihr seht hier, da kommt man hier mit einem so einem Ding, kommt man schon relativ weit. Jetzt müssen wir rein, nicht. Hier, das müsste noch ein bisschen weiter rein, geht aber nicht. So, und jetzt wisst ihr auch, warum man das erst macht, wenn man geguckt hat, ob die Rohre dicht sind, weil danach seht ihr es halt nicht mehr, wenn die erstmal weg sind. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sowieso nochmal Nivelliermasse aufbringen müsst, könnt ihr dann natürlich auch einfach mehr davon hier aufziehen und es einfach direkt ausnivellieren auch. War jetzt hier bei mir halt nicht nötig, deswegen mache ich es auch nicht. Hier könnt ihr jetzt sehen, dass es sich hier von alleine hochdrückt. Da habe ich mir so Holzkeile mitgebracht und dann klemme ich das einfach unten fest und dann drückt sich das auch nicht mehr hoch. So, also das erste haben wir geschafft. Jetzt mache ich als nächstes hier in dem Schlafzimmer weiter, weil hier jetzt am wenigsten Zeug rumsteht. Und da werde ich jetzt aber eine andere Nivelliermasse nehmen.
Und auch hier habe ich wieder die rausgeguckt haben, jetzt festgedrückt. Ja, mal gucken, vielleicht breche ich die noch ab, weil es ist natürlich kacke, das da reinzuziehen, wenn dann noch dieser Keil drin steckt. Aber es ist auch nicht so schlimm, man kann ihn am Ende rausziehen, dann ist es wieder gut. Ich habe jetzt nochmal 8 von diesen Säcken geholt, das ist nochmal was anderes. Diese Bodenausgleichsmasse, die ging ja von 1 bis 5 cm und die hier geht jetzt von 0 bis 10 mm. Also wesentlich weniger, sollte aber viel besser verlaufen und besser geeignet sein für das, was ich hier mache. Und damit werde ich jetzt weitermachen. So, ich war jetzt mal eine Stunde im Pool, habe gestemmt, das ist äußerst warm. Ich habe vorhin hier schon mal das erste Wall angelegt und dann dachte ich, ich habe keine 26er Winkel mehr. Dann habe ich noch hier dieses ganze Set gefunden. Deswegen kann ich jetzt auch noch den zweiten machen. Und bei dem zweiten muss ich hier, könnt ihr es sehen, ja, muss ich hier nochmal hinten springen, dann kann ich hier rüber und dann kann ich mein Rohr hinten lang legen. Ich werde mir jetzt mal ein kurzes Stück hier zuschneiden und einfach nur für den Sprung hier rüber und dann kann ich hier hinten lang. Ich habe ja sonst überall im Haus das 20er Rohr benutzt, aber hier werde ich jetzt eben das 26er benutzen, weil wir ja eben die ganze Fußbodenheizung mit verteilen wollen und ihr seht, wie viele Schläuche das hier sind. Und dieses System, was ihr anschließen werdet, Aromatic IP, macht zwar die Systeme trotzdem nicht gleichzeitig alle auf, wenn man alles anhat, sondern immer nacheinander, sodass immer überall wirklich der Bedarf ankommt. Aber trotzdem will ich natürlich ordentlich Zufluss haben. Deswegen habe ich hier mich für das 26er Rohr entschieden. Hier 5,5 cm. Vielleicht vorher kalibrieren sollen. Da kommt wieder unser Kalibrierwerkzeug mit den 3 Größen zum Einsatz. Kalibrieren. Und dann kann ich auch die Heizung wieder anmachen nachher. Die war tatsächlich jetzt, mal überlegen, seit März war die, glaube ich, aus. Im März habe ich, glaube ich, alles auseinandergerissen. Und dann ist es das erste Mal wieder, dass ich sie befüllen kann. Also dann jetzt hier einmal den Rücklauf. Der geht hier hinten entlang, hier rum, springt hier nochmal rüber und geht dann hier an den Rücklauf. Habe ich hier beschriftet, Rücklauf. Und dann haben wir den Vorlauf, der geht auch einmal hier hoch, hier lang, hier, zack und hier dran. So, hängt auf einer Höhe, wo ich sogar noch drunter durchlaufen kann. Das ist ziemlich geil. Also beginnt jetzt das frohe Pressen. Da muss ich jetzt einfach gucken, dass ich alles so presse, dass ich auch überall noch gut drankomme und ich jetzt nicht irgendwie ein Problem habe, dass ich was in der falschen Reihenfolge presse. Deswegen muss ich jetzt erstmal gucken hier, wo ich von wie drankomme. Das zeige ich euch jetzt hier im Zeitraffer gerade. So, jetzt befülle ich die Anlage gerade mal und habe gemerkt, dass sogar hier oben die Poolrohre auch noch angeschlossen sind. Also die haben wirklich den Pool damals hier mit Heizöl geheizt. Und ich wollte die Rohre jetzt auch einfach eigentlich erstmal lassen. Tja. Das Entlüftungsventil muss ich wohl tauschen. Wenn man sich jetzt das Wasser anguckt, das ist relativ braune Brühe, die hier rauskommt. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich spüle das Ganze noch mal ein bisschen weiter, weil ich jetzt nicht will, dass dieses Dreckwasser direkt hier in meine nagelneue Heizung reingespült wird. Deswegen erstmal spülen, 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 bis jetzt hier kein braunes Wasser mehr kommt. Kann natürlich eine Weile dauern. So, jetzt wisst ihr eigentlich ganz genau, wie man eine Heizung anschließt. Ich habe jetzt gerade heute nochmal geguckt und es ist leider etwas undicht. Nicht meine Rohre im Boden, sondern unten, was ich angeschlossen habe, eins von den alten Ventilen ist undicht. Also nicht das, was ich gebaut habe, sondern eins von den alten Ventilen. Das muss ich dann nochmal tauschen, das ist nochmal ein bisschen Akt, aber nicht ganz so schlimm. Aber das mache ich in einem anderen Video, beziehungsweise vielleicht filme ich es auch gar nicht. Aber danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr bis hierher geschaut habt, wenn ihr geschaut habt bis hierhin. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und vielleicht sogar zu teilen oder zu empfehlen, da würde ich mich sehr freuen. Und ich würde mich richtig doll freuen, wenn ihr mehr in die Kommentare schreiben würdet, weil die Kommentare sind einfach immer cool und ich freue mich und ein bisschen Interaktion mit euch zu haben ist einfach cool. In diesem Sinne, bis dann, ciao.